Willkommen bei Alpin Apologia, deinem Kanal für christliche Apologetik. Willkommen zum zweiten Argument für die Existenz Gottes. Es nennt sich das Kalam-kosmologische Argument und ist in den letzten Jahren wieder neu bekannt geworden. Kalam ist arabisch und steht für das theoretische Studium von Glaubensgründen und es heißt deswegen so, weil es circa im 9. bis 11. Jahrhundert von islamischen Gelehrten erarbeitet wurde. Übrigens, diese Form eines Arguments, die ich immer wieder mal zeige, nennt sich Syllogismus. Ich kann euch das zeigen. Hier, ein Syllogismus besteht aus zwei oder mehr Prämissen und einer sogenannten Conclusio oder Konklusion, ein Schluss. Der Clou ist nun, dass wenn beide Prämissen wahr sind, also Prämisse 1 und Prämisse 2, dann ist zwingend die Konklusion auch wahr. Das nennt man einen Syllogismus, das ist ein logischer Schluss und kommt aus der Philosophie. Nehmen wir ein ganz einfaches und bekanntes Beispiel. Prämisse 1, alle Menschen sind sterblich. Das wissen wir mit Sicherheit. Prämisse 2, Sokrates ist ein Mensch. Das ist auch klar. Daraus folgt zwingend die Konklusion, Sokrates ist sterblich. Der Syllogismus für das Kalam-Argument sieht nun wie folgt aus. Prämisse 1. Alles, was beginnt zu existieren, hat eine Ursache. Nichts anderes als Kausalität. P2, also Prämisse 2. Das Universum hat einen Anfang. Daraus folgt, wenn Prämisse 1 und 2 wahr sind, die Konklusion, das Universum hat eine Ursache oder wurde verursacht. Dieses Argument ist einfach zu verstehen und beweist erstmal nur, dass das Universum eine Ursache gehabt haben muss, wenn es einen Anfang hatte. Prämisse 1 müssen wir nicht groß erklären, die Kausalität wird von den meisten normal denkenden Menschen akzeptiert. Prämisse 2 kann allerdings angefochten werden und das werden wir uns genauer anschauen. Die meisten Wissenschaftler und Philosophen waren sich lange Zeit einig, dass das Universum keinen Anfang hatte, also von Ewigkeit her existierte. Diese Ansicht wurde von Aristoteles her übernommen, ohne sie je wirklich zu belegen. Die islamischen Gelehrten Al-Kindi und Al-Ghazali, ca. 9. bis 11. Jahrhundert, zweifelten jedoch daran. Ihr Argument, kurz gesagt, ist, wenn das Universum ewig ist, dann müsste es eine unendliche Anzahl an Momenten vor dem jetzigen gegeben haben, womit der jetzige Moment niemals erreicht werden könnte. Also eher ein philosophischer Einwand, aber durchaus auch logisch und mathematisch interessant. Dieses Kalam-Argument wurde dennoch kaum je verwendet, weil man in der Kosmologie bis ins frühe 20. Jahrhundert weiterhin von einem ewig existierenden Universum ausging. Dies wurde allerdings widerlegt durch zwei Fakten. Im Jahre 1929 wurde von Edwin Hubble per Teleskop die sogenannte Rotverschiebung des Lichts im Universum nachgewiesen. Dies bedeutet, dass das Licht, welches uns von anderen Himmelskörpern erreicht, leicht ins Rote verschoben ist. Das kann man mit dem Doppler-Effekt beim Schall vergleichen, den wir von Ambulanz oder Polizei kennen. Oder einfach Autohupen. Aber natürlich nicht, wenn sie hinter uns fahren. Genauso wird die Wellenlänge des Lichts größer, weil sich die Himmelskörper von uns wegbewegen. Da dies für alle Planeten und Sterne der Fall ist, geht man von einer Expansion des Universums aus, was zuvor schon Lemaitre und Friedmann vorausgesagt haben. Eine kleine Nebenbemerkung: Albert Einstein selber akzeptierte die Expansion erst 1931, also 2 Jahre später, weil seine Berechnungen für die allgemeine Relativitätstheorie ein statisches Universum voraussetzten. Dies alles führte schließlich in den 60er Jahren zur Ansicht, dass es am Anfang einen Urknall gegeben hat. Insofern ist zumindest nachgewiesen, dass das heutige Universum auf einen Anfang zurückgeht, womit Prämisse 2 als bewiesen angenommen werden kann. Zudem gibt es einen mathematisch-philosophischen Beweis namens das Hilbert-Hotel. Ohne hier zu sehr in die Details einzugehen, dafür gibt es genügend andere Videos auf YouTube, kann man kurz sagen, David Hilbert bewies in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts mittels seinem Beispiel eines paradoxen Hotels mit unendlich vielen Zimmern und Gästen, dass das Rechnen mit unendlichen Mengen zu absurden Resultaten führt. Somit ist es metaphysisch unmöglich, dass es in der realen Welt unendliche Mengen gibt.
damit auch keine unendliche Menge an Augenblicken, die zeitlich sind. Oder am Beispiel von Dominosteinen: Wenn es eine unendliche Anzahl Dominosteine gibt, so wird der Dominostein, bei dem wir uns befinden, niemals fallen können. Warum? Weil zuerst eine unendliche Anzahl vorhergehender Dominosteine fallen muss. Ja, da kann einem schon schwindlig werden, aber eben unendliche Mengen geben absurde Resultate. Wir können also sagen, Prämisse 1 und Prämisse 2 sind korrekt und dadurch ist unsere Conclusio ebenfalls zwingend: Das Universum hat eine Ursache. Das kalam-kosmologische Argument wird seit einigen Jahrzehnten wiederverwendet, unter anderem durch den Philosophen William Lane Craig. Es gibt in letzter Zeit allerdings wieder kritische Stimmen, welche sich auf die zunehmenden Fragen zum klassischen Urknallmodell berufen. Populistische YouTuber verkündigen deshalb gerne das Ende der Urknalltheorie. Es gibt zwar Diskussionen in der Wissenschaft, beispielsweise warum 10 bis 100 Mal so viel mehr Galaxien als erwartet entdeckt wurden mit dem neuen James Webb-Teleskop, aber die Urknalltheorie, die steht derzeit noch ziemlich fest. Die seit einiger Zeit gehandelte Big Bounce-Theorie als Ersatz für den Big Bang kommt mir allerdings diesbezüglich eher wie die altbekannte Multiversum-Theorie vor und sie verschiebt lediglich das Problem. Denn dieser postulierte Bounce-Zyklus kann ja ebenfalls nicht ewig sein, denn es ist wiederum ein unendlicher temporaler Regress, also unendlich viele Momente. Das kann nach Hilbert und Al-Ghazali einfach nicht existieren. Also verschiebt diese Theorie die Frage nach dem Anfang eben einfach, anstatt sie zu beantworten. Ich verlinke der Fairness halber auf ein Video, welches recht eloquent und kohärent daherkommt, aber letzten Endes nur wieder auf eine Wer erschuf Gott? Frage hinausläuft, bei der es sich ja um einen altbekannten Kategorienfehler handelt, also eine unlogische Frage. Zudem soll das Kalam-Argument, wie schon gesagt, nur zeigen, dass das Universum eine Ursache hatte. Dass Gott der Verursacher war, ist einfach eine logische Folgerung, die wir wie folgt aus dem Argument herleiten können. Die Ursache muss nicht materiell und zeitlos sein. Da das Universum zielgerichtet ist, und darauf deuten Feintuning von vielen Naturkonstanten und andere Designargumente hin, darum muss es sich entweder um einen unendlich großen körperlosen Verstand, respektive Geist handeln, oder um ein abstraktes Objekt, wie zum Beispiel Zahlen oder platonische Objekte. Aber abstrakte Objekte können keine Ursachen sein, eben weil sie abstrakt sind. Also dieses größte Wesen muss einen Willen haben. Denn das Universum muss gewollt sein, damit es verursacht wird. Wir reden also von einem persönlichen Agenten, also einer Person. Diese Person muss extrem mächtig und außerhalb des Universums und damit auch außerhalb der Zeit sein. Dazu kann man mehr sagen im sogenannten Kontingenzargument, aber das ist nicht Teil dieses Videos, das werden wir, so Gott will, später mal anschauen. Gott ist unendlich, er ist immateriell, zeitlos und transzendent. Daraus können wir schließen, dass Gott die Ursache des Universums sein muss. Merke, ich habe nicht gesagt, Gott ist unendlich im Sinn von unendlich viele Dinge, weil das würde wieder dem Hilbert-Hotel widersprechen. Atheisten und Materialisten werden diesen Schluss natürlich ablehnen, dennoch macht diese Erklärung am meisten Sinn angesichts der Fakten. Das war's schon von dem Kalam-kosmologischen Argument. Ihr habt gesehen, es ist kürzer, es ist einfach zu verstehen. Vielen Dank fürs Zuschauen, Gottes reichen Segen und bis zum nächsten Mal.